Hallo miteinander. In diesem Video zeigen wir euch, wie man einen sogenannten Filzstrip bei einer Auto-Ordnance 1911 macht. Da vorab zum sagen, dass bei den meisten 1911er der Filzstrip eigentlich immer gleich ist. Bei gewissen Punkten während dem Filzstrip ist es von Vorteil, wenn man einen kleinen flachen Schraubenzieher zur Hand hat. Für was und wenn der zum Einsatz kommt, werdet ihr im Verlauf des Videos sehen. Wie immer, zuerst sicherstellen, dass die Waffe umgeladen ist. Und dann als erstes nehmen wir mal das Magazin raus. Als nächsten Schritt lösen wir die Endkappe für die Rückschlagsfedern lösen. Da muss man aufpassen, weil die Rückschlagsfeder in der Waffe unter Spannung steht. Sprich, wenn man sie lösen tut, wenn man sie dann auch nicht heben tut, spickt die einem entgegen. Verletzungsgefahr oder dass man die halt verlieren tut. Darum schaut immer, dass ihr die schön heben tut, während man die rausnimmt. Rausnehmen tut man die, indem man die einfach abdrückt und dann die Halterung da nach links kehren tut. Also sprich, wir drücken da runter und den bewegen wir rüber, heben es aber noch. Jetzt kommt die raus. Voilà. Den nehmen wir mal raus. Den Rest lassen wir mal so. Als nächstes spannen wir den Hammer. Und jetzt bewegen wir den Schlitten so weit hinten, bis die erste Kerbung hier auf gleicher Höhe ist wie das Stück vom Schlittenfanghebel. So. Ja, ein bisschen zu weit. Voilà. Und jetzt kann man den Schlittenfanghebel von der anderen Seite aus leicht rausdrücken und rausnehmen. Jetzt, wenn man den Schlitten gegen vorne bewegen, muss man darauf achten, man sieht hier innen das silbrige Stück, das ist ein Teil vom Lauf. Es kann sein, dass der sich verkanten tut. Da wäre es eben von Vorteil, wenn man dann den Schraubenzieher hat, falls das passieren würde. Ich probiere es gerade schnell. Wir haben jetzt mal Glück und es funktioniert gerade auf Anhieb. Schieben den Schlitten raus. Voilà. Jetzt bewegen wir mal den Lauf nach hinten bewegen. Kehren das Ganze. Jetzt können wir die Rückschlagsfedern mit der Federführung einfach rausnehmen. Und als nächstes tun wir den hier zuerst in Ausgangsposition, dann auf die andere Seite, bis es nicht mehr geht. Da kann man den dann einfach rausziehen. Voilà. Und den Lauf kann man dann auch am Schluss auch einfach leicht anlupfen zuerst. Dann vorne schieben. Da schauen, dass das Teil vorne schaut. Und einfach rausnehmen. Um es wieder zusammenzubauen, nehmen wir als erstes den Schlitten und den Lauf. Und am besten tun wir das beides auf den Kopf kehren. Dann schauen wir beim Lauf, dass das Verbindungsstück da nicht so nach hinten schaut, sondern gegen vorne. Und tun dann das Ganze da einfädeln und schieben den Lauf bis ganz nach hinten. Als nächstes tun wir den hier wieder installieren. Der hat hier so einen Nockel, sprich er geht nur auf eine Art rein. Und zwar so. Voilà. Dann tun wir den komplett auf die andere Seite kehren. Jetzt tun wir die Rückschlagsfedern mit der Federführung wieder einfädeln. Die Federführung hat hier auf der einen Seite eine Wölbung drin. Das ist die Seite, die auf den Lauf kommt. Da tun wir einfädeln.
legen das so schön drauf. Den können wir wieder ein bisschen anlupfen und schieben das so weit führen wie möglich. Jetzt können wir das so heben, damit nichts runterfällt, und kehren es wieder. Jetzt tun wir den Schlitten wieder als Griffstück einfädeln. Da kann es halt einfach sein, dass der Teil da ab und zu verhaken tut, wenn man den Schlitten wieder drauf tut. Falls der Schlitten nicht drauf geht, einfach wieder wegnehmen, schauen, ob alles schön in Position ist. Wir haben jetzt gerade Glück und es funktioniert gerade auf Anhieb. Jetzt den Schlitten so weit hinterher bewegen, bis die Kerbung da auf der Höhe ist, wo der Schlittenfanghebel kommt. Und jetzt muss man einfach darauf achten, dass das silbrige Verbindungsstück vom Lauf bündig ist mit dem Loch vom Griffstück. Da sind wir wieder beim kleinen flachen Schraubenzieher, den man nutzen kann, um das ein bisschen zu bewegen. Dann nehmen wir den Schlittenfanghebel und fädeln da mal ein. Normalerweise kann man ihn einfach reindrücken, teilweise geht es ein bisschen streng. Wenn das der Fall ist, kann man auch da wieder mit dem flachen Schraubenzieher den Noppel da abdrücken. So. Und dann den Schlittenfanghebel rein tun. Ist halt ein bisschen schwer, wenn wir es machen und zeigen gleichzeitig. Voilà. Jetzt können wir den Schlitten wieder nach vorne bewegen. Und jetzt kommt da vorne noch die Endkappe rein. Drauf, Entschuldigung. Dann wieder andrücken. Wieder gut heben, nicht dass es einem entgegenspickt. Jetzt kann man den leicht bewegen. Der fängt dann eben auch auf. Reindrücken. Den zur Ausgangsposition bringen. Ja, die Pistole ist wieder zusammen. Nochmal schnell Kontrolle. Entspannen. Und fertig ist es. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.